Jetzt stehen wir in dem Technikraum, der sich im Keller befindet, in unserem Haus, in dem Haus in München, was eine Doppelhaushälfte ist. Wir stehen in einem Technikraum, der die gesamte Technik vereint, was in jedem modernen Haus heute vorhanden sein sollte. Das reicht also nicht mehr, einen Schaltschrank zu haben und da irgendwie in jede Ecke irgendwas hinzupacken, sondern das wirklich Spannendste an der ganzen Geschichte ist, einen eigenen Technikraum zu haben. Weil dann hat man alles integriert und dann weiß man auch, wo man hingehen muss, wenn man nachrüstet oder wenn man was reparieren muss. In dem Technikraum hier laufen Heizung, Lüftung und gesamte Vernetzung zusammen. Heizung, das könnt ihr euch hier mal anschauen. Ne, das könnt ihr euch nicht anschauen, weil dann geben wir das Licht rein. Aber die Heizung in Form von Heizkreisverteilern und von der Heizungsleitung. Die Heizungsanlage an sich ist hier noch nicht zu sehen. Deswegen ist der Raum auch noch recht leer. Da wird noch viel mehr reinkommen. Und ansonsten könnt ihr euch mal zeigen, hier ist die Lüftung. Also hier haben wir die Abluft. Da ist die Abluft und hier ist die Zuluft. Da wird auch dann ein Lüftungsgerät noch kommen. Die Heizungsanlage wird noch kommen. Und was man hier ganz deutlich sieht, der Timo hat schon ein bisschen gelächelt, man sieht hier sehr viele Kabel zusammenlaufen und es wird dann an dieser Stelle hier, wahrscheinlich an dieser Stelle, wird dann der große Elektroverteilungsschrank platziert werden. Und Timo, reicht da ein Elektroverteilungsschrank oder was meinst du? Bei Also der Größe? Es ist so, dass es mit Sicherheit ein sehr großer Elektroverteilungsschrank sein wird. Auch deswegen, weil wir die Netzteile der LED-Beleuchtung hier im Keller Die kommen mit rein. Zentral platzieren. Das hat einen Grund, und zwar wird hier in der Anlage die Aktoren, die KNX-Aktoren, schalten auf Gleichspannungsseite, wegen dem Thema, dass wir die Verzögerungszeiten des Netzteils nicht im Schaltvorgang der LED-Beleuchtung haben wollen. Das heißt, dieses typische, was man kennt von Downlights mit einem separaten Vorschaltgerät, einem Netzteil davor, ich schalte ein und dann dauert es eine Sekunde, bis die Filterbeschaltung im Netzteil geladen ist, bis wir Licht haben. Das vermeiden wir hier, weil wir auf der Gleichspannungsseite schalten. Aber das ist doch eher ein Komfortthema jetzt. Was du jetzt hier ansprichst, ist ja wirklich für jemanden, der wirklich auf alles total reiner Komfort. Und natürlich könnte man jetzt auch sagen, das lässt sich ja sicherlich auch busseitig realisieren über ein Steuersignal. Ja, prinzipiell schon, wenn die Leuchte das so in der Struktur des Hauses auch bewerkstelligen kann. Und hier ist es eben anders gestaltet und deswegen haben wir uns für den Weg entschieden. Dass hier die gesamte Vernetzung zusammenläuft, das könnt ihr ja schon mal sehen hier. Wir haben jetzt hier, vielleicht nochmal zum Zeigen, wir haben hier die weißen Kabel sind ja meistens Stromkabel, also dreiphasig, fünfphasig und es gibt auch welche mit 7, sehe ich hier gerade. Das sind die ganz normalen NIM-Kabel mit 1,5 Quadratmillimeter Querschnitt. Und dann haben wir hier recht selten das grüne Kabel, das ist das KNX-Kabel, also für die gesamte Hausvernetzung. Dann haben wir hier nochmal das orangefarbene Kabel. Das ist ein Cat7-Kabel für die IP-Vernetzung. Dann haben wir hier ein weißes Kabel, einfach bloß mal so zu den Kabeln, ein weißes Kabel, das ist für die Antenne, ist das Koax-Kabel. Das ist die SAT-Anlage. Ja. SAT-Anlage. Ja, Timo, ich stelle mir jetzt die Frage, wo ist denn jetzt mein Licht? Ich sehe kein Licht. Kein Licht ist hier. Das ist erstmal richtig. Das Licht wird ja über die Vernetzung gesteuert. Das heißt, wir sind eigentlich in der Welt der grünen Kabel, der KNX-Busleitung. Und letztendlich geht es hier unten tatsächlich nur darum, der KNX das Power-Management für die LED-Leuchten zu realisieren. Die eigentliche Steuerungstechnik, das heißt das Verändern der Farbe, eine Tageslichtkurve, das Dimmen, passiert in jedem Raum mittels einer auf der letzten Meile befindlichen Funkstrecke. Die letzte Meile, das sagen wir, wenn wir vom Hauptbusstrang, einer typischen KNX-Linie, bis zum Leuchte gehen, das ist für uns in der Lichttechnik die letzte Meile. Jetzt könnte ich mir die Frage stellen, weil wir sagen ja immer, wenn ihr ein Haus neu bauen sollt oder ein Haus neu baut, macht möglichst alles mit Kabelverbindungen, also mit Kabelvernetzung. Du sagst jetzt,
wir machen das mit Funk die letzte Meile. Warum ist das jetzt so in dem Fall? Ja, also prinzipiell empfehlen wir das auch, alles mit Kabel zu realisieren. Hier in diesem speziellen Fall ist es so, dass wir sehr spät in den Bauablauf eingeschalten wurden. Wir waren nicht in der Konzeptionsphase dabei. Das heißt, wir mussten mit dem arbeiten, was wir vorgefunden haben. Und es war uns hier nicht mehr möglich, auf der letzten Meile eine separate Steuerleitung zu ziehen. Das hat einfach das Leerrohr nicht mehr hergegeben an der Stelle und deswegen sind wir auf eine Funkstrecke gegangen, um praktisch von der Bedienstelle bis zur eigentlichen Leuchte diese letzte Meile via Funk zu realisieren. Die Bedienstelle ist jetzt der Taster in der Wand. Ganz genau, im Raum. Im Raum, genau. Und ansonsten geht dann oben an den Auslass, also da gibt es noch extra Beiträge dazu, damit ihr euch jetzt nicht überfordert fühlt. Es geht in den jeweiligen Raum, geht erstmal in die Stromversorgung. Richtig. Dann an der Stromversorgung hängt ein Trafo. Genau. Wobei der Trafo, also das Netzteil für die LED-Leuchten, ist hier im Schaltschrank positioniert. Ist schon hier im Schaltschrank. Das heißt, wir gehen mit Niederspannung auf die Stromleitung drauf. Ganz genau. Da muss man ein bisschen darauf achten, dass der Querschnitt der Leitung ausreichend dimensioniert ist, damit wir den Spannungsabfall bis zur Leuchte, bis zum Verbraucher kompensieren können. Genau, weil wir arbeiten mit Niederspannung. Das heißt also, wenn ich jetzt vergleiche, wir haben 230 Volt, dann haben wir hier, was haben wir hier, 24 Volt? Wir arbeiten hier mit 24 Volt. 24 Volt, bloß mal so für euch zum Verständnis. Wenn ich 24 Volt habe, muss ich natürlich mit der Stromstärke nach oben gehen, um die gleiche Leistung übertragen zu können. Also das ist das Thema U mal I, aber wir wollen jetzt nicht so tief in die Technik einsteigen. Dadurch, dass wir hier 230 Volt haben, kann ich natürlich mit einem dünnen Kabel die ganzen Geschichten anfahren. Ne? Und jetzt nutzen wir die gleichen Lampen, geht halt der Strom nach oben. Aber es ist nicht so, dass sie warm werden. Nein, also das darf auch nicht sein. Da gibt es ja auch Bestimmungen, die durch den Elektroinstallateur auch eingehalten werden müssen. Und da arbeiten wir in enger Abstimmung mit dem Elektroinstallateur. Also wir wissen jetzt auch noch gar nicht, wo was hingeht. Ne? Also das werden wir dann in der nächsten Phase mal sehen, wenn der Schaltschrank kommt. Richtig. Ne? Also was man hier sehen kann, es ist natürlich so, dass die Leitungen beschriftet sind. Also hier sehen wir zum Beispiel Fenster EG fürs Erdgeschoss. Und so finden sich auf den Kabelenden eigentlich überall Beschriftungen, weil sonst natürlich im Schaltschrankbau keiner mehr wissen würde, wo welche Leitung anzuschließen ist. Okay. Wie hättest du es denn am liebsten gehabt? Was wäre denn eigentlich die optimale Lösung für dich gewesen? Also die optimale Lösung für uns wäre eigentlich gewesen, dass wir sehr früh in die Konzeptionsphase mit eingeschalten worden wären. Das hätte uns ermöglicht, mit dem Elektroinstallateur, mit dem Elektroplaner zu definieren, welchen Durchmesser die Leerrohre haben sollten. Wir wären dann mit Sicherheit mit sogenannten Hybridkabeln in die einzelnen Räume gefahren. Das heißt, ein Hybridkabel beinhaltet eine Stromleitung und eine Datenleitung im selben Kabelmantel und ist damit ein sehr, sehr sauberes Power-Datenmanagement, wie wir sagen, und hilft uns da wirklich Ordnung und System beizubehalten in den einzelnen Räumen. Jetzt ist ein neues Wort in den Raum gekommen, Hybridkabel. Ich glaube, wir müssen mal eine extra Folge machen, was das Thema Hybridkabel und vor allem Leerrohre anbelangt. Weil es ist ein großes Thema, wir haben ja Leerrohre. Hier ist es auch nicht ganz perfekt, es ist schon sehr gut und wir zeigen euch dann mal später, wie man das wirklich ganz perfekt machen kann.